you're not the same as all the other drifters who have lost their way. You remind me of a love that never changes. Now's the time, now's the moment, yeah, now I see. Turn my head round and make you smile back at me. Now's the time, now's the moment, yeah, now I see. Tell you that there is nothing that's out of reach. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. While you find your voice. So, Heike testet mal die Wassertemperatur. Scheint nicht allzu kalt zu sein. Noch ist sie zumindest nicht wieder rausgekommen. Es ist natürlich sehr kalt. Sagen wir mal so, es ist schön erfrischend. Ja, und da hinten sind dann die Hartgesottenen, die ein bisschen weiter reingehen. Guten Tag aus Dänemark. Guten Tag. Ja, wir sind ein Stück weiter gefahren Richtung Norden. Sind jetzt hier bei Sondervik. Das ist bei Ringsköpje oder so. Das ist, glaube ich, die nächste große Stadt hier. Was heißt große, größere Stadt. Hier stehen wir jetzt ein paar Tage auf dem Wohnmobilstellplatz und schauen uns dann morgen noch was Tolles an. Aber das zeigen wir euch dann morgen. Ihr habt jetzt ein paar Eindrücke gesehen vom Strand. Da ist man 10 Minuten hingelaufen vom Stellplatz aus. Ja. Und hier sind wir auch das erste Mal auf die ersten Überreste des Atlantikwalds gestoßen. Also die Bunkeranlagen hier der Deutschen aus dem Zweiten Weltkrieg. Da werden wir sicherlich noch ein paar mehr sehen, wenn wir jetzt dann die Küste weiter hochfahren. So Mitte der Woche circa. Diese Woche gab es auch noch eine schöne Überraschung für uns. Wir haben nämlich unseren allerersten Buy Me a Coffee Supporter
der Marlin. Vielen Dank, Marlin, für deinen Beitrag in unsere Kaffeekasse. Das hat uns wirklich sehr gefreut. Ja, vielen Dank, Marlin. War echt super. Und wenn ihr uns auch einen Kaffee spendieren wollt, die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. The next morning. Guten Morgen aus Sonderwijk. Wir gehen heute mal auf das internationale Sandskulpturenfestival. Und das steht dieses Jahr unter dem Motto Die Geschichte Grönlands. Da sind wir mal gespannt. Das ist ganz interessant. Da stehen dann auch immer Infotafeln zu den Motiven und welcher Künstler oder welche Künstlerin das geschaffen hat. This is why time doesn't matter, because you always loved me, and crabs walk sideways and time doesn't move forward. You shifted your weight to one side and I was always here in the middle of this reality. I tell it to the pillow, I tell it to your hair, I tell it to your back. Ja, ist schon der Wahnsinn, was für Skulpturen die hier erschaffen haben. Wirklich krass. To myself and I know you know it well. Just throwing the idea out there to see where the ball bounces. You were skipping the largest stones over the shortest distance. So basically you're saying it'll take years to feel it. Ganz feinen Linien im Fell und in der Kleidung. Das ist der Hammer. Oh, unsere ersten Eisbären auf der Reise. Yeah. Ja, das stimmt ja gar nicht. Auf einem Yeti-Becher ist ja auch Eisbär. Na, hier liegt ein Schlauch rum. Ich denke mal, die Kunstwerke müssen ja auch regelmäßig befeuchtet werden. Und hier ist ein Pumpsprüher. Und hier hat der Künstler etwas Humor bewiesen. Ein Inuit, der in voller Montur ein Eis isst. Later. Hier auf dem Stellplatz in Sonderwijk haben wir ein sehr cooles Gefährt getroffen. Und zwar Rasmus mit seinem Volvo C202. Das ist ein altes schwedisches Militärfahrzeug. Er hat mir gesagt, die Winde zum Beispiel wird über den Motor betrieben, also hat 4 Gänge für die Winde. Und in den kleinen Gängen ist das Fahrzeug automatisch 4x4, in den hohen Gängen kann man den Allradantrieb zuschalten. Und eine Hecksperre und Mitteldifferentialsperre. Also höchst geländegängig. Ja klar, vom Militär auch. Es ist sehr cool. Und er hat das Fahrzeug erst seit einer Woche, hat er gesagt. Und er ist gerade auf Testfahrt hier in Dänemark. Er hat gesagt, in der ersten Reise bleiben sie lieber erstmal in Dänemark. So. Und jetzt hat Rasmus angeboten, dass wir noch kurz einen Blick reinwerfen. Das machen wir jetzt auch mal. Ja, also für mich wäre das wahrscheinlich zu eng hier drin. I said it was too small for me. It's really nice old Technik. Around. Okay. Yeah, cooling and for the Solar panel. solar yeah. panel, yeah. Nice. And then we have a
battery for the lights and for the cooling, and a start battery down here. Ah, cool. And so you just sit here, and when you sleep, you Yeah, then just we have this table is 2. Ah, And we have a okay. table here, and then we can fold them, put them down here. Ah, very cool. So one big bed. Yeah. Yeah, really nice ride. Yeah. Da haben sogar die Scheinwerfer Scheibenwischer hier. Das ist mal praktisch. Beachte hier auch die seitlichen Astabweiser aus Holz. Ein sehr nettes Detail. The next morning. So, Rasmus hat mich nochmal kurz eingeladen, zu zeigen, wenn sie umgebaut haben. Hier ist ein Klapptisch ausgeklappt. Sehr schön. Das Fahrzeug heißt übrigens Bertha. Habe ich gerade gelernt. Wir hatten hier eine wunderbar, total ruhige Nacht und es tat richtig gut, mal wieder hier so in der Natur zu stehen. Gestern sind auch ein paar Einheimische vorbeigefahren mit dem Auto oder ein paar haben auch mit dem Trecker ihr Boot hier runtergezogen, ein Stück weiter und sind dann hier auf dem diese Erweiterung, wie ich gelernt habe. Also es ist kein, muss ich sagen, wie der richtige Fachbegriff ist, aber es ist Salzwasser, also es ist hier vom Meer. Sind da Wasserski gefahren gestern Abend bei Sonnenuntergang. Echt ein klasse Platz, den wir hier hatten. Völlig ungestört. Ja, und jetzt fahren wir weiter Richtung Skagen, also ganz ans nördlichste Ende von Dänemark. Und da wollen wir uns den Punkt anschauen, wo Nord- und Ostsee aufeinandertreffen. Das soll wohl auch ein schönes Wellenspektakel sein. Noch ein paar Geräusche, wenn ich da reinspringe, aber ja, ich find's ganz nett, was ich überhaupt nicht davon war, also diese 1,5 Wochen, wo das so schwül war. Da finde ich. Ja,
Hier besuchen wir das Kagen-Bunker-Museum. Früher war das Teil des deutschen Atlantikwalls im Zweiten Weltkrieg. Heute kann man die alten Bunker von innen erkunden. Von Schlafräumen bis zu Waffenstellungen bekommt man hier einen Eindruck, wie das Leben der Soldaten damals aussah. Ein bisschen Geschichte mitten in den Dünen Nordjütlands und definitiv einen Besuch wert. Ja, ist egal. So, wir stehen hier in Grenen, am nördlichsten Punkt in Dänemark. Und hier passiert was ganz Besonderes. Und zwar treffen hier die Nordsee und die Ostsee aufeinander. Und das zeigen wir euch jetzt mal. Also da ist die Nordsee und da drüben ist die Ostsee. Ja, ich komme mit der Kamera jetzt leider nicht näher ran und hier ist auch schon, steigt schon langsam die Flut. Aber ich baue gerade noch die andere Kamera auf, vielleicht kriegen wir mit der dann bessere Bilder. Ja, mit der Kamera, mit dem 140 mm Objektiv komme ich etwas näher ran, aber ich hätte fast noch eine längere Linse mitnehmen müssen. Da draußen vor der Küste ankern die ganzen großen Schiffe. Wir sind auf dem Rückweg zum Mando. Und ich sage euch, 5 Kilometer durch die Stadt kein Problem, aber 3 Kilometer am Strand durch den Sand, das ist scheiße anstrengend.
21:30 Uhr, so spät waren wir schon lange nicht mehr draußen. Nee. Aber da so war hinten am Grenen wenigstens nicht mehr ganz so viel los wie heute tagsüber. Und ohne die Sonne ist es auch angenehmer, auch wenn es bei uns sowieso schon im Vergleich zu Deutschland heute sehr angenehm war mit nur Ja. 20 Grad und Wind. War ideal heute. Bis auf den Sand. Und dann sagen wir mal gute Nacht für heute. Gute Nacht. Und mit diesen Eindrücken aus Grenen beenden wir das heutige Video. Warst du auch schon mal hier? Dann schreib uns doch deine Eindrücke in die Kommentare. Und wie immer gilt, lass uns doch gerne ein Like und ein Abo da. Bis nächste Woche. In diesem Sinne, live long and prosper. And may the force be with you. Und wir hatten auch diese Woche, nee,